In Union und auch bei der Wirtschaft, da wächst der Unmut darüber, wie die Koalitionsgespräche laufen. So verlangt der Arbeitgeberverband Gesamtmetall jetzt ein Sofortprogramm für die Wirtschaft. Friedrich Merz und die neue Regierung müssten handeln. In CDU und CSU nimmt die Kritik zu, weil der versprochene Politikwechsel bislang ausbleibt und vor allem die SPD ihre Position durchsetzt, so der Vorwurf. Die Nervosität wächst auch, weil in der letzten Meinungsumfrage die AfD wieder zugelegt hat und nun gleich auf ist mit der CDU. Hermann Binkert ist mir jetzt zugeschaltet, der Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts INSA. Herr Binkert, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Droste. Tja, CDU und AfD auf Bundesebene gleich auf. Ich glaube, das gab es wirklich noch nie. Ist in Ihrer letzten INSA-Umfrage auch herausgekommen. Welche Einflüsse, glauben Sie, sind denn dafür verantwortlich? Also vor allem hat ja die CDU verloren. Also nicht jetzt, dass die AfD hat ein hohes Ergebnis, das Beste, was jemals erhoben wurde. Aber vor allem die CDU ist jetzt wieder auf den Stand der Bundestagswahl 2021 zurückgefallen und hat im Vergleich zur Bundestagswahl jeden sechsten Wähler verloren. Das macht deutlich, wie massiv und wie dramatisch diese Verluste sind. Und das sind eben die Unionswähler, die der Partei von der Stange gehen. Nun ist das ja auch alles ziemlich schnell vonstatten gegangen. Man hört ja jetzt nun auch schon, nicht namentlich genannt, aber aus der Spitze der CDU, dass man wohl auch schon davon ausgeht, dass bis Ostern die AfD dann sogar auf Position 1 in den Umfragen stehen könnte. Sehen Sie das ähnlich? Also das Entscheidende wird für die Union sein, ob es ihr gelingt, dass die Wähler mit dem Koalitionsvertrag einverstanden sind. Also das ist das Entscheidende. Die Zielmarke für die Union wird nicht sein, ob sie jetzt mal 1% höher oder niedriger, sondern es muss mit dem Koalitionsvertrag die Kurve muss von der Union genommen werden, dass sie wieder steigt, indem sie mit dem Inhalt des Koalitionsvertrages überzeugt. Wenn ihr das nicht gelingt, dann wird es sicher bitter aussehen. Nun kann man ja sagen, okay, Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Sehen Sie da trotzdem, ich sage mal, einen längerfristigen Trend, der sich da einstellen könnte? Oder ist das einfach nur die aktuelle Unzufriedenheit mit dem Warten auf den Koalitionsvertrag? Also es wäre sicherlich falsch, Umfragen nicht ernst zu nehmen. Unsere letzte Umfrage vor der Bundestagswahl hatte im Durchschnitt eine Abweichung von unter 0,7 Prozentpunkten im Verhältnis zum amtlichen Endergebnis. Das heißt also, wenn man das nicht ernst nähme, würde man da in die falsche Richtung laufen. Also die Umfragen spiegeln die tatsächliche Stimmung in der Bevölkerung, ob man das jetzt mag oder nicht. Was lesen Sie denn daraus eigentlich bei Anhängern der SPD? Also die SPD hält ja ihr schlechtes Wahlergebnis von der Bundestagswahl. Sie setzt sich nach dem Eindruck ihrer Wähler eher durch im Koalitionspoker und sie hat natürlich die Sache, weil sie es vom deutlich niedrigeren Niveau aus macht. Also man darf ja nicht vergessen, die SPD ist bei 16% und damit ist CDU, CSU sind immer noch deutlich stärker als die SPD, aber das dürfte die Union wahrscheinlich auch nicht beruhigen. Aber Herr Binkert, wer profitiert denn von der Unzufriedenheit mit der Union? Also ist das dann, kommt das bei der FDP an oder beim BSW oder wie würden Sie das sehen? Also die SPD, die AfD ist ja eben auf ihren Höchstwert gestiegen. Die FDP hat sich wieder etwas berappelt. Es gibt mehr Stimmen für sonstige Parteien. Das ist das, was praktisch jetzt so verloren wurde von der Union. Und der eine oder andere ist sicherlich jetzt auch in die Wahlenthaltung oder in dem, dass er uns sagt, er weiß im Moment nicht, wen er wählen würde. Nun sagen Sie, der Höchststand bei der AfD. Was glauben Sie denn, wie viel ist da noch möglich? Oder gibt es sozusagen eine natürliche Deckelung dieser Umfragewerte bei der AfD? Also wir fragen bei unseren Sonntagsfragen ja immer auch ab, welche anderen Parteien könnten Sie sich vorstellen zu wählen? Und man kann also sagen, im Moment hat die AfD so knapp jeden vierten Wähler
hinter sich. Der sagt bei der Sonntagsfrage AfD. Und wenn man das zusätzlich mögliche Potenzial dazu rechnet, dann kommt die AfD knapp über 30%. Das heißt also, etwa jeder dritte Wähler könnte sich vorstellen, die AfD zu wählen oder hat es jetzt schon vor. Also das heißt, so bei gut 30% ist im aktuellen die Schallmauer für die AfD, wobei man nicht vergessen darf, dass das vor 2 Jahren noch bei um die 20% lag. Also enorme Entwicklung und vor allem Werte von über 30% für die AfD. Das ist ja eigentlich etwas, was man nur aus dem Osten Deutschlands kennt. Herr Binkert, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Analyse. Potenzial. Ja, ja. Vielen Dank, Ihnen auch. Alles Gute. Tschüss. Ihnen auch.